Willkommen zum US-Kreditkarten-Talk. Mein Name ist Lars Korsten. Ich habe für euch auch hier wieder eine frisch gepresste Sendung, die ich vorbereitet habe. Und ich war wieder bei Banken und 2026 wird echt ein hartes Jahr. Und zwar, um nicht zu sagen, das härteste Jahr für US-Kreditkarten. Und wie du trotzdem profitieren kannst, schauen wir uns einfach mal heute in der Sendung an. Denn US-Kreditkarten sind in 2026 nicht einfacher geworden. Es ist das härteste Jahr und die Strategie, die dich rettet, ist natürlich auch hier um die Ecke. Ich denke mal, 2025 wird wirklich nicht so einfach wie 2025, weil wenn du das gedacht hast, dann hast du wirklich falsch gedacht. 2026 ist ein Jahr der Veränderungen. US-Banker werden härter, die Reviews werden wirklich aggressiver. Wir sehen auch, dass die Limits vorsichtiger rausgegeben werden. Financial Reviews, Account Freezes nehmen zu. Ich höre das immer wieder von unseren Neukunden, die zu uns kommen und Mitglieder, weil sie sagen, da habe ich wohl nicht richtig mein Setup gemacht. Und dann gibt es sogar Shutdowns. Und ich sehe auch jetzt, ich mache das ganze Spiel ja seit vielen Jahrzehnten, aber die letzten 10 Jahre waren eigentlich noch smooth im Gegensatz zu dem, was jetzt Ende 2025 und jetzt 2026 sich weiter fortführt. Und ich erkläre euch mal, warum und vor allem, wie ihr aus dieser Situation sogar einen Vorteil ziehen könnt, wenn ihr es ordentlich macht. Lasst uns mit der Realität starten. Lasst uns mal einfach gucken, wie ist das im Moment, wie ist das Thema. Und die Banken erwarten ja eine mögliche Rezession. Und durch diese Rezessionserwartung sind die Banken mit ihrer Risikobewertung relativ nah am Start und sind relativ neu da dran und gucken sich das alles an, damit man am Ende des Tages, muss man ehrlich sagen, nicht nochmal so ein Desaster hat wie mit den Lehman Brothers 2008. Viele Leute haben das System einfach missbraucht. Sie benutzen Telefonnummern, die keine echte Telefonnummern sind, die VoIP-Nummern sind oder sogar gefakte Nummern und stellen dann fest, dass sie die SMS nicht empfangen können, weil das gerade beim VoIP irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Dann natürlich zu schnelle Limitsteigerung, weil man permanent Limits anfragt und dann auch Limits sich neu geben lässt, höher. Oder aber wir haben Kunden, die zu schnelle Strategien verwenden, um das Geld auch zu benutzen. Also das heißt, zu schnell zu viel Geld abruft. Fragwürdige Global Transfers, das heißt also Leute, die Global Transfer machen, aber nicht die Basis dafür gelegt haben, dass sie auch legale Transfers haben. Anytime Mailbox oder solche Scherze, die funktionieren eine Zeit lang, aber irgendwann, wenn die Adresse gefleckt wird, kann das ein echtes Thema sein. Und deshalb sehen wir halt wirklich mehr Financial Reviews, wir sehen mehr Account-Versicherungen, aber auch Identity-Checks und vor allem weniger Toleranz für alles, was nicht 100% sauber ist, sondern alles, was getrickst ist, wo ihr dann auch der Bank ja irgendwelche Red Flags gebt mit eurem Verhalten. Da muss man halt aufpassen. Und jetzt gucken wir uns mal an, warum Banken das System straffen. Weil Kreditkarten in den USA sind ja kein Bonussystem, wenn man sich das genau anguckt. Oder Bonusprogramme sind ein Milliarden-Geschäftsmodell. Die wollen Geld damit verdienen. Und für die Banken bedeutet das, wenn sie nicht gucken, dass das Setup 100% ist, dass sie zu viel Exposure haben. Und Risiko und Sicherheit brauchen sie aber trotzdem. Das heißt, ich sage es immer wieder, guckt, dass euer Setup sauber ist. Und warum werden die Banken härter? Selbst die IRS wird härter durch die Anträge, durch die ITIN-Welle. Immer mehr internationale Nutzer betreten den Markt und nicht alle spielen halt nach den Regeln. Einige versuchen halt das System auszutricksen, versuchen halt gewisse Dinge zu machen. Oder aber auch den Global Transfer versuchen sie zu missbrauchen, wollen durch die Hintertür sich reinschleichen. Aber die macht Amex jetzt dicht relativ schnell. Auch wenn sie zu schnell hohe Limits geben, die sie automatisiert weggeben, reagieren sie halt. Wenn jemand nach 3 Monaten $30.000 US-Limit hat, aber keinen klaren Track-Record, ist das ein Risiko, das ist ein Fleck, das ist ganz klar ein Stoppzeichen für die Banken und auch für Amex. Auch natürlich, wenn ihr zum Beispiel Ad-Spend-Scalings macht oder zum Beispiel andere Scalings macht, ohne den Income zu haben. Das heißt also, dass eure Ausgaben nicht in Relation zu euren Einnahmen stehen. Besonders bei Businesskarten, Null APR heißt halt nicht Null Risiko und das ist ganz klar. Und die Fear of Recession, also das heißt wirklich die Angst vor der Rezession, ist das, was Banken treibt. Und auch ich war davon ehrlicherweise Ende 2025 betroffen, konnte es Gott sei Dank abwenden, weil ich halt genug Cash auf dem Konto hatte. Und in unsicheren Zeiten wie diesen wird halt jedes Exposure, also jede Offenlegung wird kontrolliert. Das ist halt einfach so und deshalb macht wenig
wie möglich. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die letzten 10 Jahre irgendwie so eine Art Wild-West-Mentalität entstanden sind. Die ganzen Leute, die diese LLC-Geschichten machen, die Kreditkarten raushauen in Europa von amerikanischen Leuten, das hat Überhand genommen und das funktioniert nicht mehr so. Und deshalb gucken wir uns jetzt mal an die Fehler, die in 2026 deine Karten kosten können. Also das heißt Fehler, die du vermeiden solltest. Und das ist die bittere Wahrheit. Viele User fliegen halt nicht raus, weil ihr negative Absichten habt, sondern wie ihr für die Bank ausschaut, was ihr für Absichten habt. Weil die kann euch genauso wie ich nur bis zur Stirn gucken. Ihr könnt mir ja auch nur bis zur Stirn gucken und wisst ja gar nicht, was bei mir im Hirnkasten unterwegs ist. Also insofern ist es wichtig, dass ihr nach außen hin legit erscheint. Und ihr habt einfach oft das Problem, dass ihr auch gar nicht wisst, wie das US-Banking funktioniert. Und wenn ihr das nicht wisst, wie es funktioniert, dann macht ihr Red Flags und das US-Banking funktioniert halt anders wie in Deutschland und dann fliegt ihr raus. Dann seid ihr weg. Arrivederci. Da sind die Banken knallhart und haben auch keine Schmerzen. Telefonnummern wechseln ist so ein Thema. Macht einen Telefonnummernwechsel ordentlich und macht ihn richtig. Das heißt also erst die alte Nummer noch haben und dann, wenn ihr die Nummer gewechselt habt, dann könnt ihr es machen. Aber macht es nicht zu oft. Ja? Weil so etwas kann flaggen. Weil die Betrüger nehmen das gleiche Muster. Ja? Sie wechseln halt die Nummer. Inkonsequente Adresse. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel Adressen wechselt oder Adressen habt, die zum Beispiel nicht ordentlich sind, die halt von irgendeinem, nennen wir es einfach mal, Mailbox-System sind, dann ist das ein Red Flag. Das ist so. Also ihr braucht eine echte physische Adresse. Für uns ist das natürlich normal, dass man solche Sachen nutzt, weil es halt bequem ist. Aber für Banken ist das ein Risiko, ist ein Risk. Ne? Und auch wenn ihr zum Beispiel Ausgaben habt ohne klaren Einkommensnachweis, je höher das Exposure ist, desto wahrscheinlicher wird ein Review. Aber auch wichtig ist diese Card Chains, die ihr macht, also die Kartenketten, die ihr dort kreiert. 3 Karten in 30 Tagen ist zu viel, Freunde. Macht es bitte nicht. Seid nicht zu gierig. Zu hohe Utilization, das heißt also, wenn man den Faktor hat, den man zwischen dem Kreditkartenlimit, aber auch den Kreditkartenausgaben hat, also das heißt, ich habe ein Limit von 1000, ich habe 800 ausgegeben, dann habe ich ein 80er Utilization, 80%. Guckt, dass es unter 10% ist am Kreditkartenende. Ganz, ganz wichtig. Und nochmal wirklich, Banken reagieren nicht auf das, was du willst, sondern auf das, wie du für die Bank aussiehst. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Deshalb macht Window Dressing, deshalb guckt, dass das alles ordentlich ist. Und setzt die Strategie so, dass ihr für die Bank normal aussieht und kein Risk seid. Das ist ganz wichtig. Und jetzt ist es so, wir haben natürlich auch nochmal die Gewinnerstrategie 2026, so nenne ich es einfach mal. Und wir gucken uns mal an, was die gute Nachricht ist für uns. Und da gibt es auch eine gute Nachricht, die ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr wirklich wisst, wie das System funktioniert, wenn ihr wirklich das System zu eurem Vorteil benutzt, dann könnt ihr in 2026 das beste Jahr aller Zeiten haben, weil ihr die Karten bekommt, die andere nur haben wollen, weil ihr ein ordentliches Setup habt. Und deshalb gibt es halt wirklich eine klare 5-Punkte-Strategie. Und ich gebe euch diese 5 Punkte einfach mal an die Hand, damit ihr es einfach wisst. Gleiche Telefonnummer, gleiche Anschrift, keine unnötigen Änderungen und die Banking-Beziehungen halten. Und Stabilität ist 2026 deine Währung. Das ist halt wirklich ganz, ganz wichtig. Und ihr solltet euren Score- und Credit-Management professionell führen. Also das heißt, die Utilization hatte ich ja eben mal angesprochen. Das heißt also, wie viel ihr von eurer Kreditkartenlimit ausgibt. Guckt mit den Limitsteigerungen, dass ihr die nicht zu oft macht. Manchmal sind 3 Monate schon zu viel, je nachdem, das muss man nach Gefühl machen, sind 6 Monate mindestens. Macht Mix aus Personal und Business. Wer nur Personal hat, das ist nicht gut. Wer nur Business hat, ist auch nicht gut. Also ihr braucht immer beides. Und jede Karte solltet ihr strategisch nutzen. Keine One-and-Done-Karten. Also das heißt, ihr sollt nicht immer eine Karte benutzen. Ich zum Beispiel habe jetzt angefangen, meine privaten Ausgaben über meine privaten Karten zu führen, meine Firmenausgaben über meine Firmenkarten und dann auch zu gucken, dass ich alle Karten gleich bespiele. Businesskarten sind nämlich euer Wachstumsmotor. Das müsst ihr halt ganz ehrlich so sehen. Denn ihr müsst bei den Businesskarten auch die Vorteile sehen, denn die Businesskarte hat für euch ganz klar den Vorteil, dass die Businesskarten nicht ganz so restriktiv sind.
Privatkarten werden härter zu bekommen, Businesskarten bleiben mächtig, denn die haben hohe Limits. Die 0% APRs, die es auch privaten Karten gibt, sind aber besser genutzt auf den Firmenkarten. Ihr habt auch damit den Vorteil, wenn ihr die Firmenkarten benutzt, die haben keinen Einfluss auf euren privaten Score. Die Sonne ist echt heiß, ne? Oh, geil, aber schön. Und natürlich denkt dran, auch Businesskarten haben massive Sign-up-Boni. Und auch von der Struktur her, denkt an eine LLC, an eine ITIN, richtig einsetzen. Also es wird 2026 wird nicht mehr jeder damit durchkommen, dass er keine ITIN hat und Dinge mal eben schnell zusammenhuscht. Das wird ganz, ganz wichtig. Macht die LLC sauber, habt eine klare Bankstruktur, habt eine einheitliche Adresse und habt auch eine nachvollziehbare Income-Story. Das heißt also, dass ihr wirklich wisst, wie euer Einkommen kommt. Und macht auch eine Diversifizierung. Nur Amex ist scheiße, nur Chase ist scheiße, nur Business Card ist scheiße. Heißt also, macht nicht diesen Fehler, dass ihr immer nur auf eine Kartenart macht, sondern macht konsequent eure Mix. Zum Beispiel eine gute Struktur für 2026 ist halt eine Amex, eine Chase und dann eine Wildcard-Option. Das wäre dann zum Beispiel so eine Capital One oder eine Citibank. Das wäre ganz wichtig. So, wie machen wir das Ganze in 2026, dass du auch einen Vorteil hast? Der Vorteil für dich wäre, wenn alle Probleme bekommen, dass du einfach sauber spielst. Das ist einmal der Vorteil. Das heißt also weniger Konkurrenz bei den Karten, weil sie dir gerne die Karten geben. Weniger Missbrauch, mehr Chancen auf hohe Limits, die du hast. Bessere Loyalitätsboni und stabilere Beziehungen, weil wenn du 2026 durch Shift hast, dann wirst du das auch weiter schaffen. Heißt also 2026 ist nicht das Jahr der Masse, sondern der Klasse. Heißt also auch, dass ihr clevere Player sein solltet, wo ihr auch das System versteht und das System für euren Vorteil benutzt, aber so, dass es sauber ist und sauber aussieht. Und wie das Finanzsystem wirklich funktioniert und tickt. Jetzt lasst uns noch mal gucken. 2026 wird halt wirklich ein hartes Jahr für alle, die unvorbereitet sind. Deshalb bereitet euch vor. Wenn ihr eine saubere Struktur habt, das System kennt und strategisch spielt, wird eines der profitabelsten Jahre im US-Kreditkartenbusiness, weil ich glaube, es werden auch noch einige neue Boni kommen. Wenn du dazu Unterstützung brauchst, das heißt also ITIN, wir bieten das an. ITIN kannst du über uns machen. LLC kannst du über uns machen. Credit Score Aufbau kannst du über uns machen. Also das heißt, wir können deine Strategie mit dir zusammen planen, damit du mit deinem Unternehmen, mit deiner Kreditkartenstrategie, mit deiner Punktestrategie ganz klar Gas gibst. Deshalb komm in die Community, komm auf School, abonniere den Kanal und ganz, ganz wichtig, frag einfach deine Fragen, damit wir zusammen deine Journey planen können. Und wir sehen uns im nächsten Video. In dem Sinn, auch wieder fast 13 Minuten gelabert, ne? Also, danke, dass ihr heute wieder bei US-Kreditkarten-Talk dabei wart und ich freue mich auf eure Themen, auf eure Fragen und auf eure Argumente. Also, bis dann. Ciao, ciao.